Hallo, mein Name ist Annalena Doberschütz und ich bin im Team Stempelfamilie von Angela Krüger. Ich zeige euch heute eine schnelle Bastelidee, die jetzt in der dunklen Jahreszeit etwas mehr Licht in euer Zuhause bringt. Diese kleine Sternhimmelbox. Seht ihr, die hat hier außen Häuser und ist ganz fix gemacht und leuchtet im Dunkeln richtig, richtig schön. Für die Sternenhimmelbox benötigt ihr ein Stück DSP in 12 x 12 cm, ein Stück Transparent in 8 x 21 cm und eine Handvoll Häuser. So, wir fangen damit an. Das DSP wird rundrum an jeder Seite bei 2 cm gefalzt. Also, zack. War es auch schon mit dem Schneidebrett. Dann einmal hier ganz normal, kennt ihr, so eine kleine Box gefaltet und geschnitten. Ich nenne das immer die kleinen Flügelchen einschneiden, damit die nicht ganz so überstehen. Einmal noch schnell die Kanten. So, haben wir alle? Nein, einer fehlt noch. So. Dann einmal alle Seiten gefalzt. Was für ein DSP ihr nehmt, ist ziemlich egal. Das kann auch ein Reststück sein, weil das am Ende einfach fast nicht mehr zu sehen ist. Da sind die Häuser hinterher vor. So, hier seht ihr Flügelchen eingeschnitten und dann kleben wir das einmal schnell. Ich nehme für sowas tatsächlich den Tombow, weil man es dann noch ein bisschen rücken kann und nicht alles sofort festklebt. So. Einmal schauen, dass die Kanten hier schön aufeinander sitzen. Hier, die Muskmann möchte noch ein bisschen geschoben werden. So, das ist schon der Untergrund. Als nächstes brauchen wir dann die kleinen Häuser und hier muss ja auch ein Muster rein. Dafür möchte ich euch jemand Neues aus der Stampin' Up! Familie vorstellen, nämlich die kleine Stanzmaschine. Ist die nicht unglaublich niedlich? Also ich bin total verliebt in die. Wenn mein Schreibtisch voll ist, brauche ich nicht die große Stanzmaschine rausholen. Ich kann die kleine zwischen die anderen Bastelsachen stellen und habe trotzdem noch Platz und muss nicht alles beiseite rücken. So, ich hole einmal meine Platten. Dann baue ich das hier einmal zusammen. So wie sonst auch, das Sandwich. Die Platten sind durchnummeriert, dass man das gut hinbekommt. Und sie quietscht wie die große, sage ich mal. Aber das kennen wir ja. Und schon das Haus fertig. Ich habe auch den Stern damit gemacht. Den habe ich allerdings schon vorher vorbereitet. Der sieht dann so aus. So, ihr seht, der Sternenhimmel ist gelb. Mein Transparentpapier noch nicht. Das ändern wir jetzt. Man kann entweder einen Fingerschwamm dafür nehmen. Das geht ganz gut. Einfach drüber wischen. Oder was neu im Mini-Katalog Januar bis Juni 2021 ist, sind diese Bürsten. So, jetzt sieht man sie auch besser.
ganz weich und lassen sich wirklich gut haben. Wie die Mini-Stanzmaschine übrigens, die gibt es auch ab Januar. Also einmal hier auf das Stempelkissen, das ist Hummelgelb. Und dann einfach hier drüber gestrichen, so oft, wie man das haben möchte. Oder beziehungsweise wie intensiv man das haben möchte. Ich mache den hier jetzt nicht ganz so kräftig. Ich lasse das an den Rändern so ein bisschen auslaufen. Dass es ein bisschen schneller geht. So, gucken wir mal. Ja, bin ich mit zufrieden und man hört gleich noch einen Stern. So, das war es auch schon an Vorbereitung. Jetzt bauen wir das Ganze zusammen. Dafür hier drauf doppelseitiges Klebeband auf beide Seiten, beide kurze Seiten, einmal links, einmal rechts. So. Dann hier unten schön auf die Erde stellen, festdrücken und die andere Seite auch befestigen. Also das ist wirklich eine ganz fixe Bastelidee. Wenn man noch schnell ein Mitbringsel braucht oder nicht weiß, was man Oma hinstellen soll oder schenken soll, weil sie schon alles hat, dann geht das ganz toll. Jetzt nur noch die Häuser dran. Mein Freund flink und fest. Wir sind noch nicht so richtig gute Freunde, aber wir gewöhnen uns langsam aneinander. Was sage ich? Wir sind keine Freunde. So. Box nehmen, unten anstellen, hochkippen und festdrücken einfach. Man kann jetzt also statt der Häuser könnte man auch Tannen zum Beispiel nehmen oder irgendwas anderes, was einem gut gefällt. Also das ist völlig egal. Ich bin nur ein großer Fan von dem Adventsstädtchen. Deshalb bastel ich da sehr gerne mit. Jetzt noch seitlich die Häuser dran. So, erstes Haus. Ja, ich sage ja, wir sind noch nicht so richtig glücklich miteinander, aber insgesamt wird es was. Von unten anstellen, hochkippen, dann hat man nämlich auch schön die gerade Kante unten. Hier natürlich nicht im Beispiel, aber das macht ihr bestimmt alle viel, viel schöner als ich. So, und fertig ist die kleine Box, die Sternenhimmelbox. Ich wünsche euch viel Freude beim Nachbasteln und habt noch eine schöne Adventszeit. Annalena.